So, hallo und herzlich willkommen zu meinem dritten Video meiner Krankengeschichte. Es wird wieder spannend. Bevor ich jetzt einsteige, möchte ich noch mal ganz kurz erklären, dass ich versuche, die Qualität der Videos natürlich zu verbessern. Ich habe allerdings auch nicht so die Möglichkeit, da den Filmschnitt aufwendig zu machen. Es kostet mich viel Zeit und ich kann aber nicht sehr lange am PC sitzen. Mal eine halbe Stunde, mal eine Stunde und dann ist schon wieder Feierabend. Mir geht es zwar wesentlich besser als vorher, aber ich bin noch nicht so, sag ich mal, dass ich lange sitzen kann. Das liegt an meinen Problemen in meinem Popo-Bereich. Und ich kann auch inzwischen wieder gehen, heute in 2023, auch immer nur ein paar Minuten, ja, aber es ist nicht alles hundertprozentig. Gut, das kann man auch nicht erwarten, wenn man sich die ganze Krankengeschichte angeschaut hat, wie es dann weitergeht. Gut, im vorigen Film habe ich dann noch vergessen zu erzählen, dass natürlich auch schon vor der Operation im Rücken ich bekommen hatte Probleme in den Beinen wegen Wasser. Ich bin einfach nicht viel spazieren gewesen. Dicke Beine, Wasser in den Beinen, meine Beine funktionierten nicht. Meine Nerven sind dann elektrisch durchgemessen worden und in einem Bereich funktionierte überhaupt nichts. Ich hatte ja vorher auch in den Videos beschrieben, dass ich die stechenden Schmerzen im rechten Oberbein hatte, die nach der Operation ja dann im Oktober 21 beseitigt waren. Danach ging es dann weiter nach der Entlassung im Oktober 21 direkt mit Chemo. Und die Chemo war aber auch gar nicht so gravierend schlimm, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Ich kenne das ganz anders vom Sehen von vor 30 Jahren, vom Hören von meinen Eltern oder meiner Mutter, die auch Krebs hatte, mit Flaschen und starken Schmerzen und so weiter und so fort. Also ich bekam relativ milde Chemo, die bestand aus Spritzen und aus Tabletten und einer Flüssigkeit, die ich trinken musste im Krankenhaus. Das ging dann so, sagen wir mal, Dienstag und Donnerstag bin ich jeweils dann im Krankenhaus gewesen, bekam dann eine Spritze, die doch ein bisschen wehtat. Und dann eine Flüssigkeit zu trinken, die schmeckte also, als wenn ich Swimmingpool Wasser trinken würde, ja. Ekelhaft hoch 3. Ja, so Chlorwasser war. Aber es ist halt nur ein Schluck. Haben sie mich gefragt, ob ich dann was nachtrinken will. Habe ich immer grundsätzlich Nein gesagt. Das sollte dann auch bitteschön richtig schön wirken. Ich wollte also auch, dass die Chemo, dass ich also körperlich auch die Chemo entsprechend unterstütze. Und dann bekam ich Tabletten. Die waren sauteuer. Also ich habe mal nachgeguckt, was so ein Paket Tabletten kostet. Das sind 17.000 Euro. Ja, und das für 21 Tabletten. Ja, 3 Wochen, A7 Tabletten, jeden Tag quasi eine Tablette für 21 Tage. Und dann gibt es 7 Tage Pause und damit war ein Zyklus der Chemo für mich dann erledigt. Ja, die Preise für die Flüssigkeit und für die Spritzen im Krankenhaus, die kommen nochmal oben drauf. Jetzt müsst ihr euch einfach mal vorstellen, ihr werdet in einer privaten Krankenkasse in Spanien versichert, da sind nämlich keine Medikamente enthalten. Das müsst ihr dann auch noch selber bezahlen. Und
da hört es dann für jeden in der privaten Krankenkasse auf. Wenn also jemand, sagen wir mal, eine Krebskrankheit bekommt und der befindet sich zum Beispiel in der Krankenkasse der Deslas, da werden Medikamente nicht bezahlt. Also in meinem Vertrag nicht und ich glaube, das hat sich auch bis heute nicht geändert. Und wie es mit den anderen Krankenkassen aussieht, da kann ich jetzt im Moment nichts Genaues zu sagen. Also, ich bekam auch schon vorher gegen die Gefahr von Arthrose nicht, wie nennt sich das, komme ich jetzt auf den Namen nicht. Ich bekam da also schon Spritzen, für die Beine, um die Gefahr von Thrombose zu beseitigen. Die Gefahr, also dass es gar nicht erst zu einer Thrombose kommen kann. Und dieses Thrombosemittel, diese Spritzen, 30 Tage eine Spritze, die kosten auch schon knapp an die 350 bis 500 Euro, die ich damals zur Zeit der privaten Krankenkasse noch so gerade bezahlen konnte. Ja. Und dann war auch irgendwann mal Feierabend. Ne? Das kann man mal 2, 3 Monate und dann ist irgendwo vorbei. Ja. Also, nochmal, die privaten Krankenkassen in Spanien, da seid ihr echt aufgeschmissen. Die helfen euch nicht im Notfall. Und das, was ich mit der Adeslas erlebt habe, das habt ihr ja in meinem vorigen Video gesehen. Oder in meinen vorigen beiden. Schaut euch das an, wenn ihr jetzt zufälligerweise in das 3. Video reingestiegen seid. Es ist einfach zu gefährlich. Gut, auf jeden Fall nach der Operation meines Rückens im Oktober 21 und der Chemo und so weiter und so fort, wurde alles besser. Es wurde wirklich besser. Ich konnte dann zwar nur 1, 2, 3 Schritte machen, erstmal am Anfang, aber es wurde langsam und allmählich ein bisschen besser. Ja, ich konnte mich dann nachher so ein bisschen durch die Wohnung hangeln und hatte dann auch immer weniger das Gefühl, dass ich hinfallen würde. Aber das ging wirklich sehr, sehr langsam und mein Lebenspartner, der musste mir wirklich jede Nacht aufhelfen. Das muss man sich vorstellen. Wir sind dann um 11:30 ins Bett gegangen und dann konnte ich 2, manchmal 3 Stunden schlafen und dann hatte ich Schmerzen und ich konnte auch nicht mehr einschlafen. Ja, selbst mit Schmerztabletten, ich wäre nicht wieder eingeschlafen. Ich musste dann aufstehen. Ich konnte aber selbst nicht aufstehen. Ich konnte mich vor Schmerzen gar nicht selber hochdrücken. Ich brauchte also Hilfe von meinem Lebenspartner. Der hat dann gerade mal 2, 3 Stunden geschlafen und musste mir helfen. Dann konnte er anschließend, nachdem ich dann es geschafft habe, das Bett zu verlassen und in den Rollstuhl reinzukommen, konnte ich mich ins Bad hangeln. Mit dem Rollstuhl, dann konnte ich mich aus dem Rollstuhl schon wieder auf die Toilette setzen. Also das war dann schon wieder möglich. Also nachdem ich also mich schon mal aufgerappelt hatte und er mir geholfen hatte, dass ich eben im Rollstuhl saß, konnte ich dann auf die Toilette wechseln. So, und danach konnte ich dann ins Wohnzimmer rüberrollen und da habe ich mich dann rübergesetzt in den Fernsehsessel. Und dann habe ich im Fernsehsessel dann weiter schlafen können. Aber es war auch wichtig für den Rücken, dass er eine Entspannung bekommt im Schlafzimmer. Also nur im Fernsehsessel sitzen, das war auch nicht gut. Ja. Der hatte zwar 2 Funktionen, dass ich quasi so in dieser Position irgendwie saß. Aber es war auch natürlich gut, dass der Rücken ein entspannendes Liegen, also sich da quasi erholen konnte. Von der Seite her war das auch richtig, ins Bett zu gehen und dann irgendwann aufzustehen, wenn es nicht mehr anders geht. Und mein Lebenspartner hat mir dabei wirklich jedes Mal geholfen. Und es war wirklich schwierig gewesen. Er musste nämlich dann auch noch um 5:30 Uhr aufstehen.
da die Busse von allen, die nach Granada eben sehr problematisch fuhren, er dann auch noch umsteigen musste in die U-Bahn und alles nicht ganz einfach. Auf jeden Fall, Metro heißt sie in Granada. Es ist eine U-Bahn, die zum größten Teil über Tage fährt und ja, gut. Aber auf jeden Fall war das natürlich ein Wahnsinn. Der hatte also so wenig Stunden im Prinzip geschlafen und hat das aber durchgezogen, musste dann arbeiten. Ich saß dann alleine zu Hause. Und wenn ich ins Krankenhaus musste, habe ich mir dann einen Krankentransporter bestellt. Das hat ja die Atlas grundsätzlich verweigert, ne? Wenn wir uns da doch mal dran erinnern. Gut, ja. Und dann haben wir natürlich Gott sei Dank eine andere Wohnung gefunden, die auch in Granada liegt und die für uns preiswerter ist und auch die Möglichkeiten ermöglicht, eher hier zum Krankenhaus zu kommen und unser Leben besser fortzusetzen unter den Bedingungen meiner Krankheit. Jetzt muss man sich vorstellen, arbeiten konnte ich mehr oder weniger schon gar nicht mehr. Ja? Ich konnte immer das Notwendigste immer noch gerade so managen, aber mehr auch nicht. Ja, wir sind im Jahr 22. Ich sprach von den Chemo. Ich habe 8 Zyklen bekommen und dann kam eine Unterbrechung. In den Tagen, wo wir umgezogen sind, da war ich Ende April schon so weit, dass ich so weit gehen konnte, um zum Beispiel, ja, ich sag mal so 10, 20 Meter. Und ich konnte auch meine Füße wieder so weit gut bewegen, dass ich mein Auto wieder steuern konnte. Gas und Bremse war überhaupt kein Problem mehr. Und der Wagen, der war fast 2 Jahre lang nicht benutzt worden, musste auch mal wieder zum TÜV. Und wir wollten auch mal wieder irgendwo eine kleine Tour machen. Es ging ja alles eigentlich nur aufwärts. Und dann bin ich auch zum TÜV gefahren. Ja, der Wagen muss vorher versichert sein. Das ist ja wie in Deutschland auch, hier in Spanien natürlich ganz wichtig, weil das richtig teuer wird. Wenn man da ohne Versicherungsschutz fährt, dann TÜV machen. Und das war also auch wichtig. Ja, und dann konnten wir den Wagen natürlich so für kleinere Sachen dann auch zum Transportieren benutzen. Natürlich wurden die ganz schweren Sachen, die wurden alle über eine Firma transportiert, aber wir hatten natürlich immer noch Kartons gehabt und ich konnte kein Karton einpacken, ich konnte keinen Karton auspacken. Und was ich konnte, war das Auto zwischenfahren von Allen nach Granada. Allerdings haben wir meistens dann die Bundesstraße beziehungsweise die Straßen durch die Stadt genommen und weniger die Autobahn. Und das ging wunderbar, ich konnte gut fahren. Ja, aber ich bekam Durchfall. Hab mir eigentlich nichts dabei gedacht. Den ersten Tag, den zweiten Tag. Und dann bekam ich so Briefchen, so kleine Briefchen sind das, wo ein Medikament, dann Pulver drin ist. Bekam ich dann von seiner Mutter, also der Mutter meines Lebenspartners. War ja gut gemeint, hat nur nicht geholfen. Und es wurde immer schlimmer mit meinem Durchfall. Und dann bekam ich auch noch Fieber. Und das war in den Tagen dieses Umzugs. Das Fieber, das kam eigentlich so am letzten Tag. Und da konnte ich dann auch nicht mehr mit dem Auto fahren. Das habe ich dann auch sein lassen. Aber wir hatten wirklich alles rübergekriegt, was noch so an letzten
Kartons da waren. Ich weiß nicht, wie oft sind wir, vielleicht 5-mal hin und her gefahren noch mit dem Auto. Gut. Und das sagte mein Lebenspartner, nee, also das gefällt mir jetzt überhaupt nicht, lass uns mal ins Krankenhaus fahren. Ich sage, nein, muss das sein? Und er bestand da drauf. Und das war auch sehr gut, dass er da drauf bestand, sonst würde ich heute wieder nicht leben. Ja, das war also höchste Eisenbahn. Was war passiert? Ich habe eine Infektion bekommen im Darmbereich, Genitalbereich, Grangier de Fournier. Und die hat sich eingenistet und die wird natürlich, wenn das Immunsystem nicht mehr so 100%ig in Ordnung ist, fängt die an, sich also richtig auszubreiten. Und ich hatte richtig hohes Fieber gehabt und dann bin ich im Krankenhaus, habe ich starke Medikamente bekommen und ich war also schon im Delirium und also ich kriegte nachher gar nichts mehr mit und auf gut Deutsch gesagt, im Krankenhaus war für mich dann nachher kackenschön. Ja, also es war alles egal. Und das war schön und das funktionierte und ich durfte und ich sollte auch. Ja, aber es war ein Gräuel. Ja, und dann haben sie mich in dem Bereich 9-mal operiert. Ich habe das im Abschlussbericht, habe ich das drinstehen, dass sie 9-mal operieren mussten. Und zwar bilden sich dann auch irgendwelche Kanäle und diese Kanäle, die versucht man dann operativ, also richtig schön im Operationssaal zu reinigen. Dazu bin ich dann jeweils beim ersten Mal bei dieser ganz großen Geschichte, als es also beim ersten Mal war, da habe ich eine Vollnarkose bekommen. Da habe ich also nicht viel davon mitbekommen. Und dann haben sie mehr oder weniger Teilnarkosen gegeben und ich glaube, dann bin ich 1-2 Mal trotzdem nochmal wieder in eine Vollnarkose versetzt worden. Aber mit den Teilnarkosen habe ich das natürlich mitbekommen. Und die Teilnarkose, die funktionierte das dann so, dass ich Spritzen in den Rücken reinbekommen habe. Also offensichtlich in die Nervenkanäle der Wirbelsäule. Da ich ja diese starke Operation hatte, im Oktober von 21, hatte ich natürlich wahnsinnige Schmerzen im Rücken. Und dazu, ich bin ja liegend in den Operationssaal rein und dann haben sie mich hochgeklappt. Und zwar innerhalb von einer Sekunde. Und dann habe ich natürlich wahnsinnige Schmerzen bekommen. Und dann haben sie mich gespritzt. 1, 2, 3, 4 Mal mit langen Nadeln in die Wirbelsäule rein. Ich habe geschrien wie Ochs am Spieß. Und das haben sie 2-mal bei mir gemacht. Und dann habe ich darum gebeten, bitte das so zu machen, dass es schmerzfrei für mich ist. Dass man mich bitte nicht mehr aufrichtet. Und ihnen auch erklärt, warum und wieso. Da stand zwar alles in den Krankenakten drin und die haben sich auch wirklich die größte Mühe gegeben und sie haben, das dauert doch nur einen Moment und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, nein, bitte, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte diese starken Schmerzen nicht mehr haben. Sie möchten das bitte anders machen. Und danach haben sie das dann auch wirklich so gemacht und ich habe das dann nie wieder mitgekriegt. Sie haben mich dann auch aufgerichtet, aber ich habe nie wieder diese Schmerzen bekommen und ich habe trotzdem diese langen Spritzen reinbekommen in die Wirbelsäule. Sie haben irgendwas mir gegeben, was dann diesen Schmerz verhindert hat und haben dann auch ein paar Minuten gewartet und dann ging das los.
Und dann waren für mich auch die Operationen nicht mehr mit Angst verbunden. Aber ich hatte vorher jedes Mal Angst gehabt, wenn ich in den Operationssaal runtergefahren werde, dass ich diese wahnsinnige Schmerzen erleiden muss. Panische Angst. Wenn die schon was von Operationssaal gesagt haben im Krankenhaus, dann wurde ich schon, da kriegte ich schon Angst. Schmerzen möchte ich nicht haben. Und es ist das Recht in Spanien, dass man sagen kann, ich möchte keine Schmerzen haben. Das Krankenhaus gibt dann was. Es gibt immer irgendein Medikament, um diese Schmerzen zu nehmen. Es muss natürlich auch alles verträglich sein, ja, denn die Ärzte wollen einen ja auch nicht umbringen, nur weil eine Spritze zu viel gegeben wurde. Also von der Seite her muss man natürlich auch den Ärzten vertrauen. Ach so, was ich jetzt noch ganz vergessen hatte, zwischen den Chemogängen hat man mir dann auch was erzählt von der Transplantation, die man dann irgendwann machen möchte. Und ich habe das ganze Thema Transplantation aber eigentlich auch gar nicht so verstanden, denn Transplantation für mich ist immer, dass man zum Beispiel Knochenmarkspende von einer anderen Person bekommt. Bei mir wurde das wie folgt gemacht. Ich musste ins Blutzentrum, dort also wo auch die Blutbank ist, und dort befinden sich 3, 4, 10 Plätze, also in meinem Bereich 2 Plätze, 2 Liegeplätze und in einem anderen Bereich für Dialyse oder weiß der Kuckuck was anderes, eben noch ein paar Plätze mehr. Und das waren 2 Betten und ich war da alleine. Und dann wurde ich angeschlossen. Ich hatte im Krankenhaus vorher hier in den Hals einen Katheter reingelegt bekommen und dann hier in den Arm einen Katheter. Und dann wurde wie bei einer Dialyse das Blut quasi durch eine Maschine gepumpt, und zwar 6 Stunden lang. Und da hat man aber das Blut nicht gefiltert, sondern man hat was aus dem Blut herausgefiltert. Und das hat man dann aufbewahrt und entsprechend wohl aufbereitet und hat das also quasi die guten Teile anwachsen lassen für eine spätere Transplantation, die dann etliche Monate später stattfinden sollte und dann auch stattgefunden hat. Ja, das war irgendwo im März. Und das war eine einfache Geschichte, aber klar, wenn das alles das erste Mal gemacht wird, dann hat man natürlich eine wahnsinnige Angst. Man sollte die eigentlich gar nicht haben. Man sollte einfach nur den Ärzten vertrauen und sich hingeben, weil es hilft ja nichts, um wieder gesund zu werden. Es ist also wichtig, dass alles gemacht wird und damit die Ärzte auch richtig arbeiten können, ja, und das auch für andere und einen selbst zum Erfolg wird. Es ist also wichtig, sich dann nicht gegen zu sträuben, sondern einfach das so zu machen, wie die Ärzte das einfach befürworten, weil es gibt keine andere Möglichkeit. Alles andere, ja, wie ich schon gesagt habe, darauf zu vertrauen, dass irgendjemand in YouTube erzählt, ja, man bräuchte nur eine Übung machen und dann ist alles gut. Nee, eben nicht. Ja, das ist in meinen Augen Scharlatanerie. Ja, es gibt Ärzte, die haben das studiert und die Ärzte müssen den Patienten vor Gesicht haben und die müssen untersuchen und sie müssen das gegebenenfalls mit Maschinen kontrollieren, was ist los im Körper. Ansonsten ist Feierabend. Für mich wäre schon längst Feierabend gewesen. Ich würde schon gar nicht mehr leben, ja, und könnte nicht mehr fröhlich sein und könnte nicht mehr genießen,
wenn die Ärzte nicht gewesen wären. Das muss man ganz klipp und klar so sagen. Ja. Und man braucht natürlich viel Mut und einen Partner, der einem auch hilft. Gott sei Dank habe ich den. Gut, ja, ich war dann mit meiner Infektionsgeschichte, wie ich ja vorher sagte, im Mai im Krankenhaus und bin da wirklich 9-mal operiert worden. Und ich war der Meinung, das wären 5 Wochen gewesen, aber es waren 3 Wochen. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt. Ich war 3 Wochen im Krankenhaus, um den 5. bis zum Ende Mai. Ja, dann bekam ich wieder meine Chemotherapien und dann hat man mich eingeladen wegen der Transplantation im Vorgespräch und hat mir dann erzählt, wie die Transplantation abläuft. Gut. Also da werde ich wieder ganz normal angeschlossen an Katheter für Medikamente und so weiter im Krankenhaus. Und ich werde im Krankenhaus 3 Wochen lang drin sein. Also 21 Tage, wobei während dieser 21 Tage durch Chemo und die Transplantation das Immunsystem so weit runtergefahren wird, dass jede Bakterie oder jedes Virus mich sofort wieder infizieren kann und ich krank werden kann. Und es ist also wichtig, dass ich etliche Sachen einhalte und in diesem Krankenhaus, in dieser Station, im obersten Stockwerk, das ist eine geschlossene Station, da darf ich keinen Besuch empfangen. Ein Besucher kann mit mir reinkommen und muss dann die ganze Zeit drin bleiben oder er soll draußen bleiben. Und wir können dann zusammen höchstenfalls uns per Telefon besprechen und so weiter. Mein Vater hat im August zu der Zeit gerade Urlaub gehabt. Da habe ich gesagt, nee. Ich sage, das hältst du nicht aus. Mir da 3 Wochen lang im Krankenhaus. Ich werde verrückt, du wirst verrückt. Und dann sitzt du da womöglich in diesem Besucherstuhl, ja, wo sie dann manchmal die Leute dann am Wochenende übernachten lassen. Also in Spanien ist das also grundsätzlich möglich, dass ein bekannter Verwandter bei seinem Partner mit übernachten kann. Aber der bekommt dann kein eigenes Bett, sondern das ist so ein Besucherliegestuhl. Aber das Ding, das ist sowas von ja, ich sag mal, unbequem. Also das kann man mal 1, 2 Nächte, ja, und manche spanische Verwandte, die sind also wirklich hartgesotten und schlafen da drauf. Auch 1 Stunde, aber das wäre für mich überhaupt gar nicht denkbar. Ja, mit meinen Schmerzen im Hintern so und so nicht. Und mit den Rückenschmerzen erst recht nicht. Also ich sage, nee, zu meinem Partner, das ist für dich überhaupt nicht machbar. Also ich sehe das so, dass du lieber eher zu Hause bleibst und wir bleiben dann telefonisch und via WhatsApp und Videokommunikation dann in Kontakt und sind ja keine kleinen Kinder mehr. Ja, von der Seite her. Ja, das ist in Ordnung. Gut. Aus den 3 Wochen wurden allerdings bei mir 5 Wochen. Ich bekam dann zuerst an 2 Tagen eine härtere Chemo. Das war auch so angesetzt.
Und dann bekam ich am 3. Tag die Transplantation. Also unter klinischsten Bedingungen. Ja. Und da wurde dann dieses Eigenblut, also diese guten Teile meines Blutes, wurden dann quasi dem Körper wieder zugegeben. Und wie die Ärzte das dann auch durch Blutentnahmen kontrollieren konnten, gingen natürlich die Werte des Immunsystems gen Null, wie sie das dann vorausgesagt hatten, so 5, 6, 7 Tage lang. Und danach sind die Werte wieder angestiegen. Allerdings bekam ich glaube, am 8. oder 9. Tag, also kurz eigentlich davor, wo man sagen könnte, ja, jetzt bist du drüber, ja, über den Mindestwert, ne, bekam ich Fieber. So, das wurde dann versucht, mit Medikamenten zu beseitigen. Das Fieber kam immer wieder. Und dann haben sie natürlich sofort wieder mich mit entsprechenden Geräten untersucht, durch die Röhre geschoben und so weiter und so fort. Und man stellte fest, dass ich wieder dieses Garnier de Frontier im Körper hatte. Ja, also mein Virus, was ich im Mai hatte, war mal wieder in meinem Körper aktiv. Allerdings war ich ja an der richtigen Stelle und man hat sofort wieder operiert. Und es waren Gott sei Dank nur 5 Operationen notwendig, um das Ganze dann wirklich gen Null zu stoppen. Und so war es dann, dass als das Fieber dann nicht mehr kam und ich so etliche Tage drüber war, ich dann nach 5 Wochen auch entlassen werden konnte. Danach durfte ich dann viele Sachen nicht essen. Zum Beispiel kein Obst ohne dicke Schale. Also Äpfel waren nicht erlaubt. Bananen haben ja eine dicke Schale, die man abmachen kann. Die sind dann erlaubt. Weintrauben sind nicht erlaubt. Apfelsinen wären erlaubt. Ja? Also alle Früchte mit einer Schale, die man nicht abschälen kann, und zwar dick abschälen kann, waren verboten. Was könnte jemand angefasst haben, wo dann ein Virus oder eine Bakterie drauf ist, die quasi mich wieder krank machen, dass ich wieder eine Infektion bekomme. Ja. Ja, und das habe ich dann auch, da habe ich dann auch drauf geachtet und alles ist gut verlaufen und das ging dann 3 Monate lang und jetzt kann ich wieder oder darf jetzt wieder alles essen, aber bin natürlich auch vorsichtig. In der Zeit, wo ich im Krankenhaus war, konnte ich nichts mehr essen nachher. Es war für mich alles dasselbe, der Geschmack war gräuerlich. Und erst zu Hause, obwohl das Essen im Krankenhaus hier sehr gut eigentlich ist, aber ich konnte da nicht mehr gegen an. Und ich bin auch der Meinung, dass der Koch da, also in dem letzten Krankenhaus, wo ich gewesen bin, irgendwelche Geschmacksverstärker verwendet, die das alles irgendwie in die gleiche Geschmacksrichtung verdrehen. Ich habe keine Ahnung, das kann ich mir allerdings auch nur einbilden. Ich weiß es nicht, es war auf jeden Fall nicht mehr möglich. Erst als ich dann zu Hause war, ging das dann langsam und allmählich wieder los mit dem normalen Essen. Natürlich unter Einhaltung der Bedingung, dass ich eben bestimmte Sachen nicht essen durfte. Ja, auch kein rohes Fleisch und rohen Fisch, das war natürlich auch nicht erlaubt, das ist ganz klar, aber esse ich in der Regel auch nicht. Ja, gut. Und dann haben wir eigentlich das Jahr
2022 mehr oder weniger geschafft. Nun gut, die Geschichte in den Krankenhäusern, das war kein Pappenstiel. Das war also für mich mit Schmerzen verbunden. Auch hier jedes Mal das Problem, dass ich nicht gehen konnte, weil ich dann wieder meine Pipi-Flasche daran angeschlossen war und an diesem blöden anderen Port dafür für das Härtere und natürlich auch meine Geschichte dafür Medikamente im Arm hatte. Das sind immer 3 Sachen, die du dann mit einem rumschleppen musst an so einem Ding da, ne? Und wenn du dann aber noch nicht so auf den Füßen stabil bist, dann geht doch gar nichts. Ja. Und jedes Mal hat es mich dann wieder runtergezogen. Und als ich aus dem Krankenhaus rauskomme, und im April konnte ich ja schon wunderschön schon mal so 10, 20 Meter laufen. Und als ich aus dem Krankenhaus dann rauskam, nach der Transplantation, ging wieder gar nichts. Ja, nicht, ja, vielleicht 1, 2, 3 Schritte. Man hat immer jeweils so lange gewartet, dass ich wenigstens ins Bad konnte. Ja, also da achten Sie drauf. Die Leute müssen mindestens in der Lage sein, ins Bad zu kommen. Ja, zu Hause habe ich mich dann schnell wieder aufgerappelt. Ne? Das ging relativ schnell. Naja, und jetzt sind wir in 2023 und auch 2023 ist wieder eine spannende Geschichte. Und darüber erzähle ich euch dann in meinem nächsten Video. Weil ich bin noch längst nicht wieder 100%ig gesund, aber ich habe so gut wie gar keine Schmerzen mehr. Was natürlich schön ist. Und ich kann inzwischen bis zu 15 Minuten gehen. Und dann muss ich mich hinsetzen, eine Pause machen und dann kann ich wieder 15 Minuten gehen. Also das geht schon mal. Ja. Und mit dem Sitzen eine halbe Stunde und dann kann ich auf dem Hintern nicht mehr sitzen. Dazu erzähle ich euch dann mehr in meinem nächsten Video, denn der nächste Operationstermin, der steht schon wieder an. Also, tschüss Leute. Ich wünsche euch was. Abonniert meinen Kanal und schaut bitte euch auch das nächste oder die nächsten Videos an. Und ich bleibe zuversichtlich und hoffe, dass andere, die Ähnliches mitmachen, auch diese Zuversicht haben und den Mut haben, da durchzugehen. Also, tschüss!